Hallo und willkommen zu einem neuen Blogbeitrag. Mein Name ist Uli Kronenberg. Heute nehme ich euch mit in die Geschichte des Phantasialands. Ich bin seit meiner Kindheit ein Fan des Phantasialands. Seit 1967 war ich immer wieder da. Klar, dass ich in dieser Zeit sehr viele Fotos gemacht habe. Hätte ich damals schon gewusst, dass es irgendwann einmal YouTube gibt, hätte ich mit Sicherheit mehr Fotos gemacht. So habe ich noch nicht mal jedes Mal die Kamera mitgehabt. Die Fotos, die ich aber gemacht habe, möchte ich mit euch teilen. Es sind Fotos, die ich zwischen 1967 und 1987 aufgenommen habe. Das ist der Park in den ersten Jahren. Man sieht das Hawaii-Restaurant, das Marionettentheater und die Ponyreitbahn. Daneben die Fahrt nach Cartagena. Und der Märchenpark. Das sind jetzt die Bilder aus dem Jahr 1967, das Seeräuberschiff. Das Schloss von Dornröschen. Und aus dem Märchenpark der gestiefelte Kater und Schneewittchen. Am See gab es diese lange Rutschbahn. Und wo später die Gondelfahrt 1001 Nacht war, gab es das Ponyreiten. Hier zwei Fotos von der Zugfahrt des Western Express. So Bilder von 1970. Inzwischen ist Alt-Berlin gebaut worden. Und hier der alte Teil der Märchenpark. Ein paar Bilder von Alt-Berlin. 1970 fuhr hier noch der Bus und es gab eine Pferdestraßenbahn. Bilder von der Gondelfahrt zu 1001 Nacht. Jetzt Bilder von 1974. Der Wintergarten in Alt-Berlin. Die Einschienbahn, Wildwasserbahn, Gondelfahrt nach 1001 Nacht, Bottichfahrt. Und hier sieht man bereits das Gerüst der Achterbahn der Canyonbahn. Und die Westernstadt gibt es schon. Am Seeufer gibt es jetzt Elefanten und Nilpferde. Bilder von 1981. Das ist im Hacienda de Mexiko-Bereich. Alt-Berlin. Bilder von der Bottichfahrt. Und von der Seeräuberfahrt. Hinten liegt das Piratenschiff. Bilder von 1982.
Zunächst wieder Alt-Berlin mit dem Brandenburger Tor. Dahinter ein Karussell, die Westernstadt. Und hier liegt wieder das Seeräuberschiff auf der Seeräuberfahrt. Bilder von 1983. Der Felsen von der Gondelfahrt 1001 Nacht. Die Wildwasserbahn. Damals gab es noch das Hawaii-Restaurant und jetzt Bilder aus dem Märchenpark. Die Kapelle in der Westernstadt und Aufnahmen von der Oldtimer-Fahrt Reise um die Welt. Ein paar Bilder aus Chinatown. Chinatown von der Canyonbahn aus gesehen. Von der Canyonbahn aus konnte man auch über das ganze Phantasialand sehen. Und das war sie, die Grand Canyonbahn. Bilder von 1986. Phantasialand hat sich etwas verändert. Alt-Berlin, Chinatown, die Westernstadt, Grand Canyonbahn, Galaxy gibt es inzwischen, die Hollywood Tour und der Märchenpark. Bilder aus Alt-Berlin jetzt. Scala gibt es dann noch. Chinatown. Hawaii-Restaurant. Bilder von der Wildwasserbahn. Und jetzt ein paar Aufnahmen aus dem Märchenpark, hier das Dornröschenschloss, Gullivers Reisen, der gestiefelte Kater, Max und Moritz, das tapfere Schneiderlein, Schneewittchen, Robinson Crusoe, die chinesische Nachtigall und Aschenputtel, der kleine Muck. Die Oldtimer fuhren noch.
Und auch den Western Express gab es noch. Die Hacienda de Mexico und die Westernstadt. Ein paar Bilder von der Seeräuberfahrt. Grand Canyon Bahn. Open Air traten die Acapulco Todesspringer im Park auf. Der Kondor kreiste noch, von da aus hatte man einen weiten Blick über den Park. Eine Szene aus der Geisterrikscha. Und hier von der Fahrt durch die Silbermine. 1987. Der Eingangsbereich. Alt-Berlin. Das Seeräuberschiff. Einschienbahn und Achterbahn begegnen sich. Und in Chinatown gab es eine Freiluftaufführung von chinesischen Akrobaten. Das Karussell stand noch und das Hawaii-Restaurant habe ich in diesem Jahr zum letzten Mal gesehen. Das war's für heute aus dem Phantasialand. Ihr könnt mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen folgen. Bei Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Periscope. In diesem Sinne, tschüss.